Was ein Drift, Freunde, oder? Willkommen in der Nordenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, wir sprechen heute über eine automobile Legende, nämlich über Ruf-Automobile. Kennt ihr nicht? Gibt's schon seit 1939 eine legendäre deutsche Autoschmiede aus dem Unterallgäu und wir sprechen heute über eines ihrer größten und tollsten Fahrzeuge-Exponate. Wir sprechen heute über den CTR 2017, den Yellowbird, eine Hommage an den Yellowbird, den Ruf eigentlich quasi berühmt gemacht hat. Ruf ist ein deutscher Automobilhersteller und kein Tuner, der Fahrzeuge designt, und ihr seht es schon, die ein bisschen so aussehen wie Porsche. Warum, weshalb, wieso, bekommt ihr nachher bei den Fakten. Wichtig ist hier, das Set hat mir die Firma Kada, die nämlich diese Lizenz hat von Ruf, zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist meine Meinung hier noch nicht gefestigt. Also dieses zur Verfügung stellen hat nichts damit zu tun, wie das Review wird. Das Set verschenke ich sogar später nachher an einen Zuschauer auf dem Discord. Der liebe Kevin wollte es haben, der bekommt es. Deswegen, Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns diese deutsche Automobillegende genauer an. Ja, Freunde, da haben wir das Kada-Set C51079W hier auf dem Bautisch liegen, den Ruf CTR 2017 Yellowbird. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich habe euch schon mal so ein Fahrzeug vorgestellt, auch so in dem Maßstab 1:20, nämlich das Kada C51072 Racecar, das rote. War auch ferngesteuert, denn das haben wir hier auch. Wir haben hier drinnen wahrscheinlich wieder einen motorisierten Block, den wir dann fernsteuern können. Diesmal hier per App, können wir sogar programmieren, bin ich echt gespannt und deswegen passt auch dieser Slogan hier von Kada, Make Your Bricks Move, mit einem Fahrzeug von Ruf. Haha, ganz lustig. Schauen wir uns die Rückseite an. Was ich euch sagen will ist, ihr seht es vielleicht hier glänzend, man hat hier den Karton schön erhaben bedruckt, also das Fahrzeug hier können wir auch fühlen, das gefällt mir. Hier oben haben wir das Logo und schönes schwarzes abgesetztes Kartondesign. So, Rückseite, da waren wir. Wir sehen hier, dass wir eine App runterladen und dann sogar das Fahrzeug programmieren können. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie bei Lego damals. Es heißt hier Smart Plus oder Smart Set, je nachdem wie man das lesen möchte. Bin echt mal gespannt und da sehen wir das Fahrzeug noch einmal von der Seite. Wichtig ist aber natürlich, was verbirgt sich hier in dem Set und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Bautisch und ihr seht schon, eine Tüte ist gerade geplatzt. Und was ich ziemlich cool finde, ich habe euch ja gesagt, weil auf dem Karton hier dieses Handy abgebildet ist und dass man programmieren kann, ihr habt es ja hier gesehen. Cool ist auch, wir haben auch noch eine Fernsteuerung dabei. Vielleicht ist das gar nicht enthalten, das werden wir sehen. Ist ja hier ein Review, heißt, ich habe mich vorher nicht informiert, damit ich euch hier natürlich 1:1 das Erlebnis schildern kann. Ja, hier haben wir den Motorblock, das finde ich schon mal cool. Reißen wir mal eben gerade auf mit meinen Fingernägeln. Geht nicht so gut. Gott sei Dank habe ich hier noch ein Messer liegen, steht sogar Blocks da drauf. Danke an die liebe Community dafür. So, machen wir es auf und da ist dieser Motorblock, den man dann bebaut. Hier haben wir sogar schon Kreuzachsen vorne für die Lenkung. Wie gesagt, schaut mal bei dem 488 Racecar Video, findet ihr oben auf dem i. Wir haben eine Tüte mit 4 Reifen. Wir haben hier eine Tüte mit wirklich knalligem Gelb und auch Drucken. Hier auf diesen schönen Augen, also diesen Scheinwerfern. Hier haben wir eine bedruckte Scheibe. Finde ich auch ziemlich cool. Und dann, ja, können wir gleich mal gucken. Die Tüte ist ja aufgerissen. Saftiges, knalliges Gelb. Also wir haben eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 Tüten, wenn wir die nicht mitzählen. Den typischen Biberschwanz-Teiltrenner von Kada finde ich ziemlich cool. Und wir haben hier so Aluminium, ja, Optikfelgen für die Aluminiumfelgen, kann man ja ruhig sagen. Und sogar hier auch mit dieser typischen, ja, fast Porsche Optik. Gefällt mir richtig gut. Und gerade dieses Gelb hier ist nicht das typische China-Gelb, also richtig gut. Kada-Steine sind ja auf Lego-Niveau. Und was ich von Kada gehört habe, von mehreren Importeuren und von Kada selber, dass ja immer mehr Steine, die von Lego geschützt werden, auch von Kada ausgetauscht werden. Also Kada geht dahin, eigene Steine zu entwickeln. Natürlich vollkommen hundertprozentig kompatibel zu allen anderen Klemmbausteinherstellern, aber die geschützten Teile schmeißen sie raus. Dann haben wir hier, sogar wichtig,
einen Zettel hier für den elektronischen Komponententeil, hier unseren Motorblock. Wir haben einen Stickerbogen, habe ich schon gesehen, finde ich ein bisschen schade, aber bei dem Preis glaube ich ganz okay, weil Lizenzset und ja, ist ja fast ein großer Speed Champion, sage ich mal. Und hier haben wir dann die Anleitung. Wir sehen, wie man den Teiletrenner benutzt. Wir sehen hier, wie man die Stangen benutzt, dass man darauf achten soll, wie man sie baut. Und wir haben sogar hier im ersten Schritt schon eine Legende, wie man wo hier diesen Achsstopper befestigen soll auf der Stange und kann sie anlegen. Man sieht, hier ist eine 10er Stange. Ist die hier rausgeflogen? Nee, also da ist die 10er Stange. Bei Kada ist es mal so, dass man für die Tüten immer so eine A1, A2 oder B hat. Deswegen kann man diese Bausteps nicht so richtig zählen. Wir gucken aber mal, wie viele Seiten es gibt. Und bis das Fahrzeug fertig ist mit der Beklebung, zählen wir das mal dazu, haben wir hier 40 Bauschritte, beziehungsweise da 41 Bauschritte, bis unsere 41 Seiten, Entschuldigung, genau, 41 Seiten, auf denen wir sehen, wie die Bauschritte vorangehen. Und ganz knallegelb ist hier unser Yellow Bird. Richtig cool. Ich muss mal schauen und es sieht wirklich so aus, als wenn der wichtigste Stein, nee, doch nicht, ihr seht es hier auch, der Ruf, ach, da steht es ja auch, schade, ich dachte, es gäbe so einen richtigen Stein mit Ruf. Ist aber egal, denn ja, ohne könnte er sogar wirklich als getunter Porsche durchgehen. Aber dazu hört ihr gleich ja Fakten, liebe Freunde. Dann sehen wir hier, wir können es mit der Fernsteuerung steuern und auf der letzten Seite haben wir eine Teileübersicht. Wie wir bauen, ihr seht es ähnlich wie bei Kobi. Pfeile weisen uns den Weg, beziehungsweise hier sogar Sprechblasen und wir haben immer eine farbentsättigte, hier in so einen leichten hellblau, in so ein hell-Flieder sehen wir, was gebaut wurde und was wir bauen ist farblich. Jetzt habe ich viel geredet, auch über die Fakten, Freunde, und die möchte ich euch jetzt unbedingt erzählen. Deswegen jetzt mir viel Spaß, während ich das Set baue und euch viel Spaß bei den Fakten zu Ruf und rund um den Yellowbird. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich müssen wir heute über den Lizenzgeber dieses Sets sprechen. Wir sprechen heute über Ruf Automobile. Ruf ist ein renommierter eigenständiger Automobilhersteller mit Sitz in Deutschland, der für seine herausragenden Fahrzeuge und seine einzigartige Expertise in der Fahrzeugmodifikation bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1939 von Alois Ruf Senior gegründet und hat seitdem eine bemerkenswerte Geschichte geschrieben. Die Anfänge von Ruf liegen in einer Reparaturwerkstatt für Volkswagen-Fahrzeuge, die Alois Ruf Senior in Pfaffenhausen, Bayern, Deutschland betrieb und auch heute noch im Firmenbesitz ist. Mit seinem technischen Know-how und seiner Leidenschaft für Fahrzeuge begann er die Leistung von Volkswagen-Käfern zu verbessern. Bald erlangte er einen Ruf, doppelt gemoppelt, Ruf, für seine herausragende Handwerkskunst und Präzision. In den 1960er Jahren wandte sich Ruf der Modifikation von Porsche-Fahrzeugen zu und begann die Grundlage für die enge Partnerschaft mit Porsche zu legen. Alois Ruf Junior, der Sohn des Gründers, trat ebenfalls in das Unternehmen ein und setzte die Familientradition fort. Unter seiner Führung erweiterte Ruf sein Portfolio und baute seinen Ruf als renommierter Automobilhersteller aus. Einer der Meilensteine in der Geschichte von Ruf war die Entwicklung des legendären Ruf CTR Yellowbird im Jahre 1987. Dieses Fahrzeug basiert auf dem Porsche 911, wurde jedoch von Ruf umfangreich modifiziert und erreichte eine beeindruckende Leistung von 469 PS. Der Yellowbird wurde weltweit bekannt und sorgte für Furore in der Automobilwelt. Wir bauen hier das Jubiläumsmodell. Im Laufe der Jahre hat Ruf eine Reihe von Innovationen, Technologien und Engineering-Lösungen entwickelt. Das Unternehmen führt beispielsweise das Ruf Integrated Roll Cage Konzept ein, das die Steifigkeit und Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Außerdem setzt Ruf auf leichte Materialien und aerodynamische Verbesserungen, um die Performance seiner Fahrzeuge zu optimieren. Ruf hat auch seine Präsenz auf dem internationalen Markt ausgeweitet. Die Fahrzeuge werden in alle Welt exportiert und haben eine treue Anhängerschaft erworben. Ruf-Fahrzeuge werden nicht nur für ihre Leistung geschätzt, sondern auch für ihre Exklusivität und Individualität. Jedes Fahrzeug wird nach spezifischen Wünschen und Anforderungen des Kunden maßgeschneidert. Heute steht Ruf für exklusive Fahrzeuge, die die Perfektion des Porsche-Designs mit der Einzigartigkeit und dem Charakter von Ruf vereinen. Das Unternehmen hat sich einen Ruf für Qualität, Handwerkskunst und
technische Exzellenz erworben und bleibt weiterhin ein bedeutender Akteur in der Automobilbranche. Zur Ruf-Firmen gehört auch ein eigenes Porsche-Zentrum. Wer hätte es gedacht? Ja, Freunde, jetzt haben wir ein bisschen über die Firmengeschichte geredet und es ist doch klasse, dass Kader sich so eine tolle Lizenz angeln konnte. Sprechen wir doch jetzt aber über das Set, was ich hier gebaut habe. Freunde, viel Spaß beim Review. Nach 45 Minuten, also quasi einer Fußballer-Halbzeit, Klemmbausteinzeit, bzw. Klemmzeit, steht unser Ruf CTR 2017 Yellowbird, das Kaderset C51079W im Maßstab 1:20 hier auf den Bautisch, ca. 222 Steinchen. Davon sind 2 übrig geblieben, hier so eine Slope und ein halber Pin. Ganz wichtig, damit wir hier richtig Spaß haben können, braucht ihr für die Anleitung 2 AAA Batterien und für das Fahrzeug unten drunter 3 AA, beziehungsweise am besten natürlich Akkus. Ich habe jetzt hier Batterien, die habe ich euch mal rausgesucht zum Zeigen. Und natürlich einen Schraubenzieher, denn ihr müsst die Fernsteuerung hinten aufschrauben, um an die Batterien zu kommen, so wie hier unten auch. Da schrauben wir es los und dann klemmen wir das hier so auf. Das brauchen wir, damit wir hier Fahrspaß haben. Batterien natürlich nicht inkludiert und auch der Schraubenzieher ist nicht im Set drin. Deswegen packen wir es mal raus. Ich wollte es euch bloß zeigen. Klemmtechnisch hat das Set Spaß gemacht. Alles Empfehlung ist hier 6+. Ich würde eher 7, 8 sagen. Schauen wir es uns einmal an. Man kann auf jeden Fall erkennen hier, wie ich euch bei den Fakten erzählt habe, Porsche ist hier auf jeden Fall Designgeber und ja auch großer Komponentenlieferer. Und ihr seht hier, das Fahrzeug sieht eigentlich ganz cool aus. Ich sehe gerade hier, da habe ich ein bisschen zu wenig gedrückt. So, ich muss sagen, bautechnisch hat echt Spaß gemacht. Ich sage ja hier, es ist ein größerer Speed Champion, 1:20. Es hat aber auch einige Schwächen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und das ist natürlich die ganze Aufkleberei. Wobei die Aufkleber jetzt relativ gut sind. Ihr seht es, man hat hier kaum transparenten Film. Beim Lenkrad sieht man ein bisschen Überstand und es ist auch relativ dunkel, also kommt gar nicht gut daher. So ist das Wort. Und hier hinten auch viele Kleber und ich bin da auch nicht so gut drin. Deswegen sind die teilweise auch schief. Wichtig ist aber natürlich hier vorne der Rufaufkleber. Der ist ganz cool und ist mir auch relativ mittig platziert gelungen. Hier haben wir 2 Prints und auch die Frontscheibe ist geprintet, wobei da natürlich das Gelb hier Farbabweichungen hat zu den Steinen. Das Set hat auch eine große Bausünde, möchte ich es mal behaupten, oder einen Baufehler. Ja, nicht Baufehler, aber es ist nicht gut gelöst. Und zwar ist das ganze Dach, hängt hier nur auf 2 Noppen, auf den beiden da mit diesem Stein. Da drücken wir drauf und dann war es das schon. Hier auch große Prints. Die Felgen gefallen mir ganz gut. Ihr seht vielleicht an den schmutzigen Reifen, ich habe schon ein paar Testfahrten gemacht. Ich habe eine Katze, deswegen sieht man ab und zu einmal ein paar Härchen. Bei den Detailfotos hoffentlich gleich nicht, die ihr natürlich im Anschluss bekommt. Wie gesagt, das mit dem Dach gefällt mir gar nicht und auch, wir haben hier so Sitze angedeutet, aber dann haben wir eigentlich gar nichts. Wir haben das Lenkrad hier, also innen drin, der Raum ist auch mau, ist natürlich der große Klotz. Sonst finde ich es eigentlich wirklich cool. Also kann man sich auch gut so hinstellen. Von Ruf gibt es ja so Klemmbaustein technisch nichts, beziehungsweise noch nichts. Ich denke mal, dass Kader da mit der Lizenz bestimmt noch was machen wird. Schreibt mir bitte mal eure Meinung und was ihr euch so von Ruf wünschen würdet unten in die Kommentare. Lasst mal drüber quatschen. Ja, bei der Anleitung gibt es nichts zu meckern, außer, und jetzt kommt es, ich habe ja schon eine Testfahrt gemacht und ich zeige euch das gleich auch. Wir sehen hier, dass wir die Räder vorne einfach so draufstecken sollen und wir wissen jetzt nicht, wie tief. Wir wissen hier im ersten Bauschritt, wir haben hier Achsstopper, dass die Räder also hinten rausstehen. Vorne wissen wir es nicht und das ist das Problem, das zeige ich euch gleich bei der Testfahrt. Ich habe jetzt hier die Räder schon rausgezogen.
Wenn wir sie so reinstecken wie im Video, also wie in der Anleitung vermutet, also so, dann beim Lenken, und ich zeige es euch mal, also Anleitung, Fernsteuerung an, hier, so, dann haben wir das grüne Lichtchen hier. Hier machen wir auf On, ist es sogar schon. Dann verkeilt sich nämlich hier, ich mache mal wieder Off, On, damit es sich, ihr seht auch hier beim Zacken, dass es dann verbunden ist und auch hier am Leuchten, dass die Räder, und darauf wollte ich darauf hinaus, hier in den Radkästen so einschlagen und die können sich verklemmen. Das ist ziemlich blöd, das hat was mit dem Gewicht zu tun und so und das hat nicht gut funktioniert. Also ich habe wirklich hier die Räder rausdrücken müssen, es hat sich verklemmt. Wir schauen mal jetzt einfach mal kurz hier auf dem Bautisch, kleine Testfahrt. Im Filz wahrscheinlich nicht so tragisch wie auf Fliesen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Ding geht ab wie Schmidts Katze. Ich packe es mal zur Seite. Oder wie Blockstars Katze, wie man sagen möchte. Ihr seht schon hier, ui, geht gut. Also richtig fix und ihr seht hier, ne, zack, zack. Bei den Rädern, da ist es ein bisschen blöd. Ja, jetzt geht's hier. Vielleicht war das Problem, boing, wow, buff. Ich mache ein bisschen Chaos. Vielleicht ist es jetzt mit den Eimern nachstecken doch besser geworden. Werden wir gleich nochmal schauen bei den Fahrbildern, Fahrberichten. Macht Spaß. Diese Dinger machen wirklich Spaß. Auch wenn ich hier gerade alles zerlege. Und ich bin gerade wirklich froh. Oh, ja, da ist er mir abgeschmiert, Freunde. Aber das haben wir jetzt live on tape. Das sollte man nicht machen. Und wir können auch gleich mal gucken, ob ich das Fahrzeug wieder zusammenkriege. Ihr bekommt jetzt Detailbilder und danach nochmal eine schöne Probefahrt. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle gibt es ein paar Detailbilder, damit ihr euch selber eure Meinung bilden könnt. Hier diesmal bewegt auf dem Drehtellerchen den Ruf Yellowbird von 2017, den CTR. Und ich würde ganz gerne noch mal was zum Original sagen, denn dieses Fahrzeug von 2017 bzw. 2018 ist ja eine Hommage an den legendären Yellowbird von 1987. Der 2017er ist auf 30 Fahrzeuge beschränkt gewesen und kostete nur knappe 900.000 Euro. Dafür bekommt man aber einiges geboten, nämlich 710 PS aus einem 3,6 Liter 6-Zylinder Boxermotor aus dem Hause Zuffenhausen. Ihr wisst, was ich meine. Das Fahrzeug macht 360 km/h in der Spitze und kommt von 9 Sekunden auf 200 km/h. Das sind 3,5 Sekunden, bis ihr bei Tempo 100 seid. Krasse Kiste. Würde ich gern mal sehen. Die Karosserie ist angelehnt an einen Porsche 964. Auch noch kleine Ergänzung. Ich habe gesagt, Ruf ist ein Automobilhersteller, kein Tuner. Stimmt natürlich nicht so ganz, denn natürlich hat Ruf auch Performance-Kits für Porsche-Modelle. Also ist natürlich Ruf auch ein Tuner. Zum Kadermodell noch ein kleiner Hinweis. Ihr müsst mal so ein bisschen auf die Spaltmaße achten. Ich finde, das geht vielleicht einen Tucken besser und ihr habt es gemerkt, ich habe die App nicht probiert, denn wir haben ja hier die Fernsteuerung dabei, die ich vorhin mal kurz Anleitung genannt habe, aber ihr wisst ja, was ich meine. Die App habe ich, wie gesagt, weggelassen. Natürlich ist Kader safe, hat ja auch deutsche Designer zum Beispiel, aber trotzdem muss ich nicht immer unbedingt Apps aus China auf meinem Mobiltelefon haben und ich denke mal, da ist bei euch ähnlich. Deswegen hier mit der Fernsteuerung und ich gehe auch immer so ein bisschen auf die Minimalkonfiguration. Und da haben wir halt diese Fernsteuerung. Ja, jetzt bekommt ihr gleich nochmal ein paar Bilder, wie ich mit der Karre durch die Gegend slide. Da bin ich mal stumm, damit ihr es einfach knallen und pfeifen und zischen hört. Freunde, viel Spaß und wir sehen uns gleich noch einmal in die Augen mit meinen letzten Worten.
Ja, Freunde, ein dynamisches Video geht zu Ende mit abfliegenden Teilen, aber ich habe hier gerade den großen Preis von Blocksterhausen bei mir im Flur durchgeführt. Würde bei euch wahrscheinlich genauso passieren. Das Ding macht Spaß, 45 Minuten Bauzeit und dann Vater, Mutter, Tochter, Kind, wie auch immer, großer Preis von wie auch immer ihr heißt bei euch dann in der Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer, denn woanders fährt man dieses Fahrzeug nicht. Ich habe ein paar coole Drifts hingelegt, wie im Intro beim Original, nur bin ich gegen den Schuhschrank geknallt und es sind mir Teile abgefallen, aber ich habe es euch ja generell schon gezeigt beim Review. Das Dach ist hier so eine Schwachstelle und auch vorne der Bumper hängt nur an 2 Technikpins. Da ist es und dann fällt es leicht auseinander, so wie mir jetzt gerade hier auch. Sonst hat das Ding Spaß gemacht. Für draußen ist es nichts. Für länger weiß ich nicht. Ich verschenke es jetzt. Ich habe es gesagt, es geht an einen von euch aus der Community. Schreibt mir eure Meinung bitte zum Set unten in die Kommentare. Alle Infos zum Set, den Link, Rabattcode und so weiter findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und die Größe, 20 cm und 5 und so weiter, egal, könnt ihr alles da nachlesen. Freunde, heute ist Sonntag, wo das Video kommt. Dann ist immer Formel 1 Tag und deswegen möchte ich euch jetzt auch entlassen, damit ihr alles mitbekommt. Vielleicht beim coolen Getränk. Ich wünsche euch, wenn es um Autos geht, wie immer, gute Fahrt, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, auf Wiedersehen, euer Freund, der Blockstar.